als nächste Frage hätten wir, ob Schönheits-OPs eigentlich aus kirchlicher Sicht ein Problem darstellen. Für mich ist eigentlich persönlich die Frage, ob das wirklich immer so notwendig ist. Und wenn Gott mich gern hat, wenn Gott mich schön findet, kann ich ja vielleicht auch wachsen darin, mich sympathischer zu finden oder das schön zu finden, wenn ich in den Spiegel schaue. Hallo, ich bin die Madita, ich bin jetzt 16 Jahre alt und gehe in die 11. Klasse des Maria-Ward-Gymnasiums in Günzburg. Hallo, ich bin Hanna, ich bin 17 Jahre alt und gehe auch in die 11. Jahrgangsstufe des Maria-Ward-Gymnasiums Günzburgs. Und wir beide dürfen heute den Herrn Weihbischof bei uns begrüßen. Und wir freuen uns sehr, dass uns eben die Möglichkeit gegeben wurde, hier sein zu dürfen zur 4. Runde dieses Formats Frag den Weihbischof. Heute geht es vor allem um die medizinisch-technischen Fortschritte, die immer komplexer werden. Und wir alle merken den starken Einfluss vor allem in unserem Alltag. Und wir haben uns gefragt, wie eigentlich die originelle Kirche zu diesen Modernisierungen steht. Und das erste Thema von unserem eben größeren Themenkomplex wären Schönheits-OPs. Und da wäre jetzt unsere erste Frage, würden Sie gerne etwas an sich optimieren? Also ich bin da ständig dran, mich zu optimieren. Das Wichtigste ist mir, dass ich eine intensivere Beziehung zu Gott bekomme. Da gibt es auch noch Luft nach oben bei mir, dass ich mehr vertrauen kann, mehr hoffen kann. Und ja, wenn es darum geht, mit meinen Mitmenschen gut zurechtzukommen, sie gern zu haben, auch die anzunehmen, mit denen man es vielleicht nicht so gut kann, da wünsche ich mir, dass ich da noch besser werde. Dann als nächste Frage hätten wir, ob Schönheits-OPs eigentlich aus kirchlicher Sicht ein Problem darstellen. Also ich kenne jetzt keine offiziellen Verlautbarungen, vielleicht gibt es die, aber ich habe keine gefunden zum Thema Schönheits-OP. Für mich ist eigentlich persönlich die Frage, ob das wirklich immer so notwendig ist. Man geht ja durchaus ein Risiko ein. Jede OP ist ein Eingriff in den Körper. Und dann ist die Frage, ob man immer das erreicht, was man sich wünscht. Ob das Ergebnis danach, nach so einer Operation immer so passend ist. Und man nimmt da doch einen Eingriff vor, der vielleicht irreversibel ist. Und man bereut den vielleicht Jahre später. Ich glaube, man muss sich das gut überlegen. Und dann rät die Kirche davon ab, dass man einen zu starken Körperkult betreibt. Es gibt jetzt nicht nur die körperliche, die äußere Schönheit, sondern mindestens genauso wichtig ist auch das, was man von innen her ausstrahlt. Es gibt Leute, ich kenne da einige, die äußerlich durchaus Falten im Gesicht haben, aber eine innere Schönheit ausstrahlen, eine Würde haben und sehr sympathisch sind. Und dahin zu schauen, das fände ich viel wichtiger. Aber wie ist es, wenn diese Operationen Menschen helfen können, sich selber zu akzeptieren, sich selber zu finden, sich selber einfach glücklicher werden zu können? Ja, also ob so eine Schönheitsoperation hilft, da habe ich jetzt keine Statistiken, keine Umfragen studiert. Aber für mich ist die Frage noch interessanter, wie kann ich meine Einstellung zu mir selber bearbeiten, verändern. Und ich glaube, dass das vielleicht sogar leichter wäre, als so einen körperlichen Eingriff vorzunehmen, vor allem auch gesünder. Also mir vielleicht bewusst zu machen, ich bin von Gott geliebt, so wie ich bin. Und wenn Gott mich gern hat, wenn Gott mich schön findet, kann ich ja vielleicht auch wachsen darin, mich sympathischer zu finden oder das schön zu finden, wenn ich in den Spiegel schaue. Also was sich dazu auch viele gefragt haben, ist, warum werden wir eigentlich nicht von Gott genau so erschaffen, dass wir uns selber auch gefallen? Also die Frage ist, ob das immer ein ganzes Leben lang so ist, dass sich jemand selber nicht gefällt. Ich glaube, dass es da viel mehr so Phasen gibt. Ich kenne die auch aus meiner eigenen Erfahrung, wo man vielleicht eher etwas zu verbessern hat an sich. Gell? Das ist sowieso immer ein ganzes Leben lang, aber wo man sich vielleicht jetzt nicht so toll findet. Und dann gibt es Phasen, wo man ganz zufrieden ist. Ich glaube, das wechselt im Laufe eines Lebens. Und eins ist sicher, auf den ersten Seiten der Bibel steht, als Gott den Menschen erschuf, fand er das sehr gut. Note 1. Ich glaube, dass jeder Mensch sehr gut ist, wenn man ihn gesamt betrachtet. Gell? Also nicht nur das Äußere, die Nase oder den Bauch oder was weiß ich, das Gesicht, sondern das Gesamte vom Menschen. Und das sich bewusst zu machen im Laufe des Lebens und sich auch vielleicht mit Menschen umgeben, die einem Gutes wollen, die einen lieben, die einen gern haben, dann kann sich die Einstellung zu sich selber auch verändern. Ich glaube, dass
dass jeder Mensch von Gott geliebt ist und schön ist und gut ist. Und da hinzukommen, das zu glauben und annehmen zu können, das wünsche ich jedem Menschen. Dann als nächste Frage hätten wir, ob Sie finden, dass der Mensch, der sich durch den medizinischen, technischen Fortschritt bedient, sich durch Beispiele wie zum Beispiel die Abtreibung, wie das Klonen oder die Sterbehilfe in die Schöpfung von Gott einmischt. Also mal unabhängig von diesen konkreten Beispielen, die du genannt hast, ist der Fortschritt etwas Gutes. Also wenn Menschen neue Entdeckungen machen, die zum Beispiel helfen, Krankheiten besser zu verstehen und zu heilen, dann ist es nur zu begrüßen. Die Kirche begrüßt es sehr und unterstützt es auch. Aber jeder technische Fortschritt hat natürlich auch seine Grenzen, seine ethischen, moralischen Grenzen. Du hast das Thema Abtreibung angesprochen. Hier geht es um die Tötung von Kindern im Mutterleib. Und das ist natürlich nicht möglich. Also du sollst nicht töten, heißt es im 5. Gebot. Auch die Kinder im Mutterleib sind Menschen und haben ihre volle Würde. Und die Würde des Menschen ist unantastbar, heißt zum Beispiel im 1. Artikel unseres Grundgesetzes. Also nicht nur vom Glauben her, sondern auch von den Menschenrechten her ist Abtreibung in meinen Augen nicht möglich. Und da hätte natürlich die Technik auch ihre natürliche Grenze. Im Neuen Testament gibt es eine Geschichte, in der halt Jesus einen Blinden durch Erde und Speichel. Und das entspricht jetzt einfach nicht so dem, was wir alltäglich erfahren, was wir so mitbekommen. Und da ist unsere Frage, wie kann es einem leichter fallen, dass man trotz seines medizinischen Wissens heutzutage das immer noch mit dem Glauben vereinbaren kann und da sein Vertrauen in die Bibel, in die Geschichten einfach beibehalten kann. Also das eine sind die Wundergeschichten, die erzählt werden in der Bibel, vor allem im Neuen Testament, die Jesus vollbringt, also diese Blindenheilung, die du angesprochen hast. Und das andere, wie bringt man das zusammen mit dem technischen Fortschritt, mit der Aufklärung der Menschen? Ich glaube an Wunder. Ich glaube, dass es die auch heute gibt. Ich habe sie auch erfahren. Und es gibt nicht nur diese spektakulären Wunder, dass jemand von einer Krankheit geheilt wird. Die gibt es für heute auch, würde ich mal sagen. Natürlich kann man dann immer einwenden, das kann man jetzt natürlich erklären. Da war dieser oder jener Faktor, der eine Rolle gespielt hat. Aber es gibt tatsächlich auch Ereignisse, wo Leute gesund werden und das medizinisch nicht greifbar ist, nicht erklärbar ist. Gell? Die einen müssen es offen lassen, die anderen sagen, das war jetzt ein Eingriff Gottes, da hat Gott wirklich gewirkt. Also da könnte ich viele Dinge aufzählen, aber die eigentlich tiefen Wunder oder die großen Wunder, die vielleicht nicht so spektakulär sind, weil sie nicht so sichtbar sind oder erlebbar sind, sind dann gegeben, wenn Menschen ihre Einstellung verändern. Wenn sie sich zum Beispiel versöhnen miteinander, wenn aus Rache plötzlich Verständnis, Versöhnung, Liebe wird, gell? Wenn Streitigkeiten beendet werden können, wenn Kriege beendet werden, wenn ein Mensch auch mit Gott neu beginnt und sein Leben neu gestaltet, sich versucht, nach den Maßstäben Gottes, nach den Maßstäben des Evangeliums zu orientieren, das sind für mich die größten Wunder, gell? Die kann man auch nicht fassen. Das ist ja etwas, was im Herzen eines Menschen geschieht. Und ich glaube schon, dass Gott auch heute eingreift, dass er Dinge wirkt, die wir nicht unbedingt immer gleich fassen oder erklären können. Zwischen Himmel und Erde gibt es vieles, was wir nicht so begreifen können. Also denken Sie nicht, dass manche Aussagen in der Bibel falsch sind? Also die Bibel ist ziemlich groß, hat viele Seiten, viele Kapitel. Da gibt es sicherlich Aussagen, wo die Bibel sich selber auch teilweise widerspricht. Die Bibel hat viele verschiedene Textgattungen und nicht jede Erzählung, wie zum Beispiel der Schöpfungsbericht, ist jetzt tatsächlich ein naturwissenschaftlicher Bericht, den man heute schreiben würde, sondern da geht es darum, Glaubensbotschaften rüberzubringen. Also zum Beispiel der Glaube, dass das, was wir hier sehen, was wir erleben, wir selber nicht eben Produkt des Zufalls sind, sondern von Gott geschaffen sind. Und dass der Mensch eine Würde hat, dass er von Gott geliebt ist. Das sind die Aussagen, die dieser Text machen möchte. Und von daher sehe ich da keinen Widerspruch zur modernen naturwissenschaftlichen Erkenntnis. Man muss einfach hinschauen, um welche Textart handelt es sich. Zum Abschluss hätten wir noch eine persönliche Frage an Sie und da haben wir uns eben den Psalm
139 ausgesucht. Da steht eben: Ich danke dir, dass ich so wunderbar gemacht bin. Staunenswert sind deine Werke. Und jetzt stellt sich eben uns die Frage, wie können wir über uns selbst staunen lernen und wie haben Sie gelernt, über sich selbst zu staunen? Ich bin dankbar, dass ich da bin. Ich danke dem lieben Gott auch dafür. Aber jetzt über mich selber staunen, das mache ich jetzt eigentlich gar nicht so oft. Ich versuche gar nicht so sehr um mich selber zu kreisen, sondern mehr zu schauen, wie kann ich für andere da sein. Und ich merke auch, dass mich das glücklich macht, wenn ich nicht so um mich selber kreise, sondern mehr versuche, mich um andere zu kümmern und an sie zu denken. Nichtsdestotrotz staune ich dann schon manchmal, was der liebe Gott alles gemacht hat mit mir und was so alles passiert. Das sind tatsächlich auch manche Dinge dabei, die ich vorher nicht so gedacht hätte, die ich als Wunder ansehe. Gell? Das löst bei mir immer die Dankbarkeit Gott gegenüber aus. Und wer dankt, sage ich immer, der denkt. Und bei dem wächst auch der Glaube. Also es schaukelt sich so gegenseitig hoch. Wer Gott danken kann, bei dem wächst auch der Glaube. Und wenn der Glaube wächst, dann kann man wieder umso mehr danken. Also nichts ist selbstverständlich. Und von daher ist mein Reflex dann immer, wenn schöne Dinge passieren oder wenn ich wirklich in Staunen komme, Gott dafür zu danken. Wir hätten jetzt alle Fragen gestellt und wollten eben fragen, ob Sie noch eine Frage an uns haben. Ja, einfach die Rückfrage, was ihr macht, um euch selber besser anzunehmen, gern zu haben, mit euch zurechtzukommen. Also ich denke, mir hilft es vor allem, mich mit Leuten zu umgeben, die mir auch manchmal eben die Bestätigung geben, dass ich so gut bin, wie ich bin. Ich denke, das ist das, was bei mir am meisten ausmacht. Ja, ich glaube auch. Und ich denke, es ist auch einfach wichtig, sich bewusst zu machen, was für eine Entwicklung man zurückgelegt hat. Also man muss nicht dieses perfekte Bild, das man sich vielleicht immer vor Augen hat, wie man irgendwann mal sein möchte, erfüllen, sondern sich einfach mal anschauen, hey, wie sah dieses Bild vielleicht vor 5 Jahren aus? Vielleicht bin ich ja mittlerweile schon drüber und habe einfach noch mehr geschafft, bin noch vielseitiger geworden, ich wachse, ich lerne und so geht es ja auch immer weiter. Und ich glaube, wenn man das im Ganzen als Blick hat und sich nicht immer nur so steil auf das nächste Ziel fokussiert, dann merkt man irgendwo schon auch, dass es was einem weiterhilft, ja. Also das ständige Vergleichen mit anderen bringt eh nichts, weil jeder von uns ja ein Original ist und einmalig ist. Und also mir macht das nur Stress, gell? Ich habe meine Gaben und der andere hat andere Gaben und ich glaube, es ist wichtig, dass man sich selber annehmen kann und dass man sich mit Leuten umgibt, die einen gern haben, die einem Gutes wollen und das Vergleichen loslässt und keinen Perfektionismus anstrebt. Das ist auch etwas, was Gott von uns nicht will. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Beantwortung der Fragen und euch vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.